So. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, bei dem sich die ganze Welt, das muss man so hart sagen, gerade ein vernichtendes Zeugnis ausstellt. Ebola. Die Seuche wütet weiter in Westafrika. Und statt dort, also vor Ort, endlich massiv zu helfen, hat die EU gerade einen Koordinator ernannt, der bei zukünftigen Pandemien irgendwie, ja, koordinieren soll. Traurig. Immerhin bietet Ebola regelmäßig die Vorlage für journalistische Glanzleistungen. Ebola, Ebola, Ebola und nochmal Ebola. Ich finde diese Zahl 9000 gar nicht so erschreckend, wenn man überlegt, wie viele Menschen wir weltweit auf der Erde haben. Der Ebola-Patient, der letzte Woche im Leipziger Klinikum angekommen ist und dort behandelt wurde, ist tot. Der konnte noch laufen, als er angekommen ist, ne? Also das sah gar nicht so dramatisch aus, aber der Zustand hat sich dann wohl innerhalb kürzester Zeit sehr verschlechtert. Wie gesagt, jetzt gestorben an Ebola. Okay. Nee, eigentlich nicht okay, aber ist nur meine Meinung. Und nun zum Wetter. Seit Monaten verbreitet sich das Virus in Afrika, aber nach wie vor gibt es, auch was die Weltgemeinschaft angeht, keinen wirklichen Plan. Obwohl, da muss ich mich gleich korrigieren, zumindest unsere Top-Firma, die Lufthansa, hat sich durchaus vorbereitet. Sollte während eines Fluges ein Fall auftreten, werden die Plätze neben dem Erkrankten geräumt und ihm wird eine Toilette reserviert. Mehr kann man nicht tun. Ein eigenes Klo. Aber was machen die bei Ryanair? Da gibt es an Bord doch keine Toiletten. Naja. Und vor allem, warum hängen am Flughafen bei der Einreise nicht einfach so Schilder? Haben Sie was zu verzollen oder Ebola? Und dann ist das geklärt. Das Virus wurde entdeckt, das muss man sich mal vorstellen, in den 70er Jahren. Hat sich seitdem mal irgendwer ernsthaft mit dem Thema beschäftigt? Oder haben alle gedacht, ach komm, ist doch nur Afrika. Totales Chaos. Hier neulich in Dallas, USA, beim Abtransport einer infizierten Krankenschwester ganz viele Typen in Mondanzügen und dazwischen ein Heini im Hemd mit Klemmbrett. Wartet mal, Jungs, ich nehme euren Müll mit. Dann macht ihr euch die schönen weißen Anzüge nicht dreckig. Alles klar, Bob, hau rein. Ne? Ja, es gibt viel zu wenig Spenden für die Ebola-Gebiete, nach wie vor. Nach wie vor viel zu wenig Helfer. Das ist sehr bitter. Aber wissen Sie, was die Europäer wirklich aufregt, auf die Straße treibt und echt wütend macht? In Madrid kam es zu heftigen Protesten. Tierschützer stellten sich dem Lieferwagen in den Weg, in dem der Hund der mit Ebola infizierten Krankenschwester abtransportiert wurde. Nicht dem Hund was tun! Ne? Tja, der Fahrer hätte eigentlich nur den Hund rausholen müssen und sagen, okay, wer will den Ebola-Fifi haben? Nö, lass mal. Ein einziges Trauerspiel. Irgendwer muss jetzt mal handeln. Am besten, ich weiß nicht, eine Weltmacht. Irgendjemand? Ausgerechnet Kuba, selbst wirtschaftlich gebeutelt, entsendet im Oktober 165 Ärzte, Pfleger und Spezialisten nach Sierra Leone. So, das kleine, arme Kuba zeigt, wie es geht. Nicht labern, machen. Der Castro, ist kein Witz, hat jedem Sanitäter vor Abflug persönlich die Hand gedrückt. Gut, nach dem Rückflug wird er das vermutlich nicht machen. Wegen der Inkubationszeit. Egal. Komm, bitte. Aber Kuba hilft. Kuba hilft. Ja, die fliegen einfach darüber. Ja, na klar. Deutschland hilft natürlich auch auf seine Weise. Zum Beispiel neulich, als Cap Anamur bei der Bundesregierung Hilfe beantragt hat, und zwar für ein Kinderkrankenhaus in Sierra Leone. Doch die Bundesregierung lehnt die Unterstützung ab. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass es keine Fördermöglichkeit geben kann. Das Zuwendungsrecht erlaubt die Förderung bereits begonnener Projekte nicht. Selber schuld, Cap Anamur! Fangen die einfach an zu helfen. Ohne schriftliche Genehmigung aus Deutschland, die Spinner, du. Wirklich. Angeblich entwickelt eine kanadische Firma gerade ein Ebola-Medikament. Ein Impfstoff gibt es aber nach wie vor nicht. Die große Ebola-Blamage. Hören Sie dazu nur einen Kommentar von Gernot Hassknecht vom pharmazeutischen Fachblatt Medi und Cini. Eigentlich bin ich ja ein großer Fan der Pharmaindustrie. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie ich ohne Aspirin, Viagra und Valium über den Vormittag kommen würde. Was die alles erforschen, diese Teufelskerle. Schon vor 14 Jahren hatten die fast einen Ebola-Impfstoff. Aber dann ist ihnen eingefallen, wart mal, wer kriegt denn Ebola? Ach, Afrikaner. Ih, die haben doch gar kein Geld. Und ob du da unten jetzt Ebola kriegst oder vom Löwen gefressen wirst, lasst uns mal lieber noch mehr nutzlose Pillen für reiche weiße Idioten entwickeln. Gegen Wechseljahre, Schuppen, Laktoseintoleranz. Es gibt sogar Medikamente gegen Zellulite. Zellulite! Ein
Als wenn das eine Krankheit wäre. Meine Fresse, Frauen kriegen halt Dellen am Bein. Und dann hole ich mir eine neue. Die Schweine erfinden sogar Krankheiten, um ihren Dreck zu verticken. Feminile sexuelle Dysfunktion. Heißt übersetzt, die Frau hat keinen Bock zu klettern. Das ist keine Krankheit, das nennt man Ehe. An so einer Scheiße wird rumgeforscht. Aber bei Ebola kommen sie nicht aus dem Quark. Ach, da fällt mir ein, ich habe übrigens gerade ein Medikament entwickelt gegen chronische Geldgier. Und zwar dieses Zäpfchen. Beugt euch doch schon mal vor. Und dann... Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren.